Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg zu unserer neuen Folge unseres ITS-Video-Podcasts Talk Future. Mein Name ist Kai Hellwig, ich bin Projektleiter und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der ITS Hamburg 2021. Wir sind zuständig für die Durchführung des ITS-Weltkongresses, der im Oktober hier in Hamburg stattfinden wird. Wir melden uns heute aus der Europapassage hier in Hamburg und ich freue mich auf unseren heutigen Gast, Nils Schmidt. Er leitet das Deutschlandgeschäft der Unix Traffic. Herzlich willkommen, Nils. Hallo Kai, moin moin, auch von meiner Seite. Und wer unsere Talk Future-Reihe verfolgt, der weiß, dass wir immer wieder betonen, dass wir glauben, die Mobilität der Zukunft ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch für die Jugendlichen. Und deshalb freue ich mich, dass wir wieder heute unterstützt werden von einem unserer Young Mobility Reporter. Yannick, herzlich willkommen. Moin, vielen Dank. Nils, seit 1. Juli ist die Verkehrssteuerungssparte von Siemens Mobility ausgegliedert und firmiert seitdem als Unix Traffic. Was genau bedeutet das und welche Veränderungen gibt es dadurch? Welche Chancen ergeben sich dadurch? Ja, für uns liegt viel Arbeit hinter uns. Wir haben die letzten Monate den Carve-out aus der Siemens Mobility vorbereitet und sind jetzt seit dem 1.7. eigenständig und als Organisation auf eigenen Beinen und gucken ganz freudig erregt und motiviert nach vorne. Also das wird eine schöne Geschichte und sind wirklich guter Dinge damit. Wir sind führender Anbieter im Bereich Verkehrstechnik weltweit. Und dafür ist das für uns auch nochmal ein wichtiger organisatorischer Schritt, auf eigene Beine zu kommen, weil wir einfach glauben, dass wir durch die Eigenständigkeit mehr beweglicher sind, dass wir uns anders am Markt, anders am Markt tatsächlich bewegen können und damit auch unsere Stärke weiterentwickeln können. Wichtigste Frage ist eigentlich aus unserer Kundenperspektive gestellt, ändert sich irgendwas? Nein, es ändert sich gar nichts. Es soll zu 100% soll die Wahrnehmung da gleich bleiben. Die Menschen sind mitgegangen, die Produkte und Lösungen gehen mit und so werden wir weiterhin eben halt als Unix Traffic auch 100% das anbieten, was wir vorher eben auch schon angeboten haben. Nur noch ein bisschen mehr vielleicht. Sehr gut. Das klingt nach mehr. Daran anschließend, welche Prioritäten sieht und setzt Unix aktuell bei den vielen Herausforderungen im Bereich der Mobilität auf nationaler, aber auch auf internationaler Ebene? Ja, das Thema Mobilität ist ja einer der ganz großen Themen, Entwicklungsthemen, die wir zurzeit auch bewegen. Deswegen auch der ITS-Weltkongress, auf den wir hoffentlich zusteuern jetzt hier im Oktober. Aber in Summe, wenn man jetzt mal die großen Megatrends eben halt anguckt, Mobilität, Urbanisierung, Klimawandel, sind das die ganz großen Themen. Und wir gucken Mobilität im Kontext dieser Fragen an. Was bedeutet Mobilität? Wie können wir Mobilität klimafreundlich gestalten? Und ich habe vor ein paar Wochen in einem der letzten Interviews, die ich gegeben habe, referenziert auf eine Zahl, die Bill Gates genannt hat. Die ist inzwischen leider überholt. Er hat damals gesagt, es gibt für ihn zwei wichtige Zahlen, 37 Milliarden und 0. Und das waren die 37, muss man schon auf 42 korrigieren. Das ist der Ausstoß an CO2 jedes Jahr und 0 ist die Menge, die wir uns leisten können. Und wir versuchen mit unseren Lösungen einen Beitrag dazu zu leisten, dass wir die Städte unterstützen, bei ihrem Ziel klimaneutral zu werden, da wirklich zur Hilfestellung zu leisten. Und da gibt es noch einen ganz wesentlichen Aspekt, der mir auch als passionierter Rennradfahrer am Herzen liegt, die Unfallhäufigkeit in den Städten zu reduzieren, Schäden zu minimieren. Das ist einfach extrem wichtig, weil heute so viele Menschen noch zu Schaden kommen in den Städten. Ja, absolut. Ich habe mal auf eurer Website geschaut und da gibt es einen eigenen Abschnitt zum ITS-Weltkongress, was mich persönlich sehr, sehr freut. Und wenn man da draufklickt, dann sieht man verschiedene Headlines. Eine davon lautet, Let's talk about what's next. Daher, Nils, let's talk about what's next. Welche Ansätze werden gerade in Hamburg bearbeitet und welche Ergebnisse können wir im Oktober in Hamburg auf dem ITS-Weltkongress sehen? Hamburg ist ein ganz tolles Beispiel. Also Hamburg hat sich aufgemacht vor ein paar Jahren, sich wirklich strategisch
in Fragen der Mobilität nach vorne zu entwickeln und hat dafür auch im Kontext des ITS-Weltkongresses ungemeine Anstrengungen unternommen, um sich eben halt auch zu präsentieren, aber auch zu entwickeln. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass es diese Stadt ernst meint mit der Frage der zukünftigen Mobilität. Und wir sind an vielen Ankerprojekten in Hamburg beteiligt. Also allen voran für uns das Projekt HEAT mit dem autonomen Bus, das die Hamburger Hochbahn und in der Hafen City betreibt. Dazu tragen wir bei, indem wir die gesamte Verkehrsabsicherung von außen mit einfließen lassen. Also es gibt dort Anlagen, die über ihre Sensorik Informationen in den Bus schicken, damit der quasi um die Ecke gucken kann. Also das ist die Idee und wir wollen damit eben diesen Bus sicherer machen und bei seiner Fahrt unterstützen. Oder also das HEAT beispielsweise oder wir haben ein Projekt. Beim HEAT, ich kurz einhaben darf, der ist ja jetzt gerade wieder neu auf Tour, auch benutzbar für die Öffentlichkeit und der kann jetzt sogar selbstständig überholen. Das ist ja auch eine Neuerung, ne? Finde ich total spannend. Genau. Also, dass wir schon so weit sind. Der fährt autonom mit 25 Stundenkilometer durch die Hafen City und tatsächlich, er kann jetzt wirklich ganz angenehm entspannt überholen. Da ist die gesamte Umfeldsensorik ist jetzt angeschlossen, fließt in die Antizipation dieses Busses in seine Umwelt mit ein, sodass er dann eben auch wie ein ganz normales Fahrzeug überholen kann. Weil muss man auch fair sein, das ist ein extrem herausforderndes Umfeld da unten in der Hafen City. Man hat viele Stehverkehre dort, Ladevorgänge, Fußgänger, die die Straße kreuzen. Da muss dieser Bus wirklich extrem sicher sein, damit er da fahren kann. Und durch die Informationen, die wir von außen mit einfließen lassen, bekommt er einen zusätzlichen Sicherheitslevel, der ihm das eben ermöglicht. Was du gerade meintest, da habe ich mal eine Nachfrage. Ja, du meintest ja, das ist ein langer Prozess. Ja. Über was für einen Zeitraum streckt sich sowas? Wir haben das natürlich mitbekommen, dass je mehr Technik, also über die Jahre ist immer mehr Technik natürlich in die Fahrzeuge mit reingekommen. Ja. Wie lange war jetzt dieser Prozess von dem HEAT, die Idee bis zur wirklichen Umsetzung, dass er jetzt auch wirklich fahren kann? Oh, die Idee. Also die Idee ist wahrscheinlich so alt wie mein Traum davon, dass Autos fliegen können. Aber die ist jetzt, also so das Projekt ist jetzt mehrere Jahre alt. Und wir haben konkret, das muss ich nachgehen, ich glaube vor 4 Jahren begonnen mit dem Projekt, das wirklich vorzubereiten und zu entwickeln. Und sind jetzt die letzten 2 Jahre wirklich in die ernsthafte Konkretisierung gegangen, um da sicherzustellen, dass das funktioniert. Aber da eben genau solche Funktionalität nicht oder nur bedingt in Fahrzeugen heute vorhanden ist, muss es wirklich auf die Umgebung angepasst werden. Und man muss es sich so vorstellen, das ist ja eine gute Frage, ist, dass du 100% ausschließt, dass dort in irgendeiner Form jemand zu Schaden kommt oder ein Unfall wird. Das ist eigentlich der Anspruch daran und das erfordert erheblich viel Zeit und Energie auch, das umzusetzen. Du wolltest aber noch andere Beispiele nennen, was wir in Hamburg sehen können? Ja, gern. Also wir haben noch verschiedene Projekte, an denen wir jetzt gerade aktuell in Hamburg auch beteiligt sind. Also auch ganz prominent jetzt anschließend an das HEAT-Projekt die TAF, also teilautonome Fahrstrecke um das Messegelände herum, wo wir eben auch Informationen zuliefern, unter anderem dort Grünphasenassistenten, sodass man im Fahrzeug auslesen kann, wann die nächste Grünzeit kommt. Das ist auch für uns ein sehr spannendes Testfeld. Das hört sich manchmal so simpel an, aber bis die Daten sicher übertragen sind, also ein ganz hoher Faktor auch an der Verkehrssteuerung ist, dass Informationen sicher am Zielort ankommen, dass man sich wirklich darauf referenzieren kann, das steht über allem. Und das aber einmal umgesetzt, öffnet extrem viele Felder, was man noch machen kann. Das ist ja das Spannende daran. Wenn man das einmal geschafft hat, dann kann man jetzt mit diesen Informationen, die man aufliest, unterstützen bei Abbiegeprozessen oder wir sagen immer gefährdeten Verkehrsteilnehmern, die
beispielsweise Fahrradfahrern oder Fußgänger, die sehr viel stärker gefährdet sind, einfach weil sie schwächer sind, dass man da unterstützt dabei, dass keine Unfälle entstehen, dass man diese Information, wenn jemand über den Zebrastreifen geht, an das nächste Auto sendet beispielsweise. Also das sind Themen, die wir über dieses Projekt einsammeln. Oder wenn wir jetzt aus der Umweltperspektive mal kommen, wir haben ein kleines, aber sehr feines Projekt vor ein paar Jahren schon angestoßen. Das heißt Green for Transport. Das findet im Hafen statt. Und das unterstützt dabei, wenn beispielsweise Logistikprozesse im Hafen angestoßen werden. Also ein Containerschiff wird entladen und die LKWs strömen dann aus dem Hafen raus, dass wir an dezidierten Lichtsignalanlagen, also Ampeln, so eine Art Platooning erzeugen. Was bedeutet, die Signalanlage identifiziert, oder kommen jetzt viele LKWs, die winke ich jetzt durch, damit sie nicht stehen bleiben und die Umwelt belasten, indem sie eben Schadstoffe emittieren, weil der Schadstoffausstoß gerade eben an den Ampeln sehr hoch ist und ineffizient ist. Das ist die Idee damit, das machen wir unten in der Hafenumgebung. Ja, und wenn man jetzt noch, ich nenne noch mal ein viertes Projekt, es gibt so viel zu erzählen über Hamburg, das glaube ich. Bei einem der größten Infrastrukturprojekte in Hamburg sind wir auch beteiligt, nämlich der Überdeckelung der A7. Hier, die ist ja in 3 Abschnitten, wird die überdeckelt, und wenn man da mal durchfährt, dann sieht man auch, dass da viel verkehrssteuernde Technik drin steckt. Also man sieht das als erstes an roten Kreuzen oder grünen Pfeilen, hoffentlich grüne Pfeile, wenn man drunter fährt. Und die müssen durchgesteuert werden, da sitzen Verkehrsrechner dahinter. Man muss sicher sein können, dass bei Störungsfällen, wenn die Tunnelröhren gesperrt werden, auch wirklich die Verkehrssteuerung eingreifen kann. Und das machen wir da auch, und es ist ein extrem spannendes Projekt, weil das natürlich auch von der Bauphase so unglaublich spannend ist. Ja, für Anwohner, und ich gehöre dazu, wohne da sehr in der Nähe, ist es auch eine herausfordernde Phase. Ja. Aber nein, aber ein guter Punkt, Kai, also ein guter Freund von mir, der wohnt in der Nähe von Schnelsen, von der Abfahrt oben, und der hat jetzt gesagt, der freut sich so über die Ruhe, die entstanden ist, nachdem der Deckel da ist. Und das ist das, also so, wir waren zusammen spazieren mit dem Hund, und dann sagt er, hörst du was? Und dann sage ich, nee, was soll ich denn hören? Und dann sagt er, früher hat man hier den Lärm von der A7 gehört. Absolut, absolut. Bevor ich weitermache mit meinen Fragen, wollen wir natürlich auch Yannick noch mal zu Wort kommen lassen. Du hast ja auch ein paar Fragen mitgebracht. Schieß los. Also als ich auf der Website unterwegs war, habe ich natürlich mir alles genau angeschaut, und dort stand agiler Mobilitätsinnovator. Jetzt als Mensch, der sich vielleicht mit Mobilität mehr beschäftigt, kann ich mir da vielleicht schon mal ein bisschen was drunter vorstellen. Aber was ist mit Menschen, die sich noch nicht mit Mobilität auseinandergesetzt haben? Was haben die darunter zu verstehen? Ja, okay. Vielleicht anders geantwortet. Wenn man Agilität, also ist ja ein geflügeltes Wort, gerade in der Softwareentwicklung, aber wenn man das jetzt für Organisationen mal sucht und beispielsweise bei Wikipedia nachliest, dann findet man dort beschreibende Worte wie kreativ, initiativ, proaktiv, antizipativ. Also alles, was damit zu tun hat, dass man sich auf Dinge einstellt, vorbereitet, und dort auch mit einer bestimmten Schnelligkeit auch unterwegs ist. Und das ist das, was wir für uns auch in unsere Organisations-DNA aufgenommen haben, dass wir gerade bei der Entwicklung von Lösungen, wollen wir einfach schnell und vordenkend sein und die Themen, die im Markt sind, aufnehmen und dort schnell, also auch Themen entwickeln. Und das schaffen wir in der Organisation. Ich sage so bei uns im Team ganz häufig, wir wollen transparenter und durchlässiger sein. Wir wollen, dass wir wirklich in der Organisation schnell ins gemeinsame Arbeiten kommen, über alle Ebenen hinweg, also und möglichst flach dort agieren. Und das hat konsequent zur Bedeutung, dass jeder, der bei uns mitmacht, auch mit anpacken kann an dem, was wir uns vorgenommen haben, nämlich ein Teil dieser Verkehrswende, Teil auch der Klimawende zu werden, dass wir die Städte unterstützen, um dort Ideen einzubringen und Hilfestellungen zu geben. Und wenn man da nochmal zum Thema Agilität, also auch aus der Software so ein bisschen zitiert, ist die wesentliche Frage,
ob man es gut umsetzt, ist, wie viel der Ideen, die man so aufbringt, eigentlich in die Realität entwickeln kann. Und die Frage ist eigentlich, je mehr man in die Realität bringt, es passiert immer mal was, das nicht funktioniert. Aber eine Marke für uns ist eben halt als auch ein Innovationsvorreiter in dieser Branche, weil wir so viele wie möglich eben halt auch in die Realisierung bringen, zusammen mit unseren Kunden. Und dafür brauchen wir agiles Vorgehen, wir müssen schnell sein, müssen Dinge anpacken, wir müssen auch mal Sachen wegwerfen, die nicht gut sind. Aber das verstehen wir wirklich unter Agilität und das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Ja, wie du gerade schon einiges erzählt hast über Heat und dass der jetzt überholen kann, beziehungsweise dass man natürlich nicht um die Ecken schauen kann und so weiter und so fort, ist ja ein Punkt von Vernetzung beziehungsweise auch von einer Zukunftsstadt, wie sie sich weiterentwickelt. Mit was für einem Jahr können wir denn da rechnen, dass wir wirklich eine total vernetzte Stadt haben im Bereich der Mobilität? Ja, dass wir wirklich eine komplette Vernetzung haben, das wird noch ein bisschen brauchen. Brauchen wir auch die Unterstützung der Politik. Aber ich würde es mal anders formulieren. Vor ein paar Jahren haben wir mal vorhergesagt, dass die IoTs, die wir einbinden wollen, im Wesentlichen Anfang der 20er Jahre kommunikationsfähig sind. Und da sind wir heute. Wenn man heute in die Topologie guckt, dann ist die Infrastruktur kommunikations- und informationsfähig in wesentlichen Teilen. Und wir haben viele Möglichkeiten in der Stadt, wirklich mit der Infrastruktur zu kommunizieren und sie auch zu nutzen. Und da setzt genau das an, was wir mit den Städten wo wir mit den Städten Lösungen entwickeln, um die Städte dabei zu unterstützen, im Modal Split übergreifend steuernd einzugreifen. Weil darauf läuft es hinaus, dass du Informationen aufnimmst über die IoTs, also die Infrastruktur, die in der Stadt verbaut ist, die Ampel, die Deduktionsschleife, die Wärmebildkamera, was auch immer in der Straße verbaut ist, diese Informationen aggregierst und daraus Dinge eben mal zusammenträgst, um steuernd einzugreifen. Und das ist etwas, wo wir heute mit den Städten in Plattformen gehen, die sehr stark den Anspruch haben, im Modal Split übergreifend eingreifen zu können und die Möglichkeit gibt, dort wirklich auch zu steuern. Also beispielsweise, wenn wir wir denken uns eine Stadt aus, also so ist London könnte das beispielsweise sein, sagte, wir haben ein großes Klimaproblem durch Smog oder sowas und dann setzt der lokale Verkehrsminister dort die Maut für das Mautsystem, das City-Maut in der Stadt hoch, sodass einfach weniger Autos in die Stadt kommen, mehr Leute den ÖPNV benutzen oder auf Fahrräder ausweichen oder man auch Gemeinschaftstaxis stärker in bestimmte Areas fahren lässt. Das ist die Idee dahinter. Das ist das, wohin wir wollen mit unserem System, was wir anbieten wollen. Dazu braucht es noch viel politischen Mut, auch begrenzend einzugreifen. Aber ich glaube, wenn man gerade das Thema Klimadebatte anguckt, in jüngerer Zeit anguckt, dann haben wir überhaupt gar keine Alternative mehr, als bei den Mobilitätsfragen stärker lenkend einzugreifen. Ich würde gerne noch mal einen anderen Aspekt ins Spiel bringen. Unex Traffic bietet ja ein sehr breit gesteuertes Portfolio an mobilen Lösungen für Straßen und für Städte. Du hast es eben genannt, von denen Unternehmen, aber auch die Bürgerinnen und Bürger profitieren sollen. Stichwort Mobility as a Service. Kannst du noch mal so 2, 3 Schwerpunkte, technische Demonstrationen nennen, die wir hier in Hamburg gerade haben und sehen? Ja, ich hatte vorhin schon ein bisschen erzählt über das, was wir mit unseren Projekten machen. Vielleicht noch mal ein Projekt, das wir aufgreifen können, ist das TIMS-Projekt, das wir hier zusammen mit der Stadt aufgesetzt haben, um das auch für die Stadt zu entwickeln. Es ist eine cloudifizierte Plattform, das ist jetzt nur die Technologie, aber schon spannend, um Echtzeitinformationen aufzugreifen und zur Verfügung zu stellen. Und es ist so eine Art, ich würde sagen, Verkehrskollaborationsraum für die Stadt, wo man Informationen reinliefern kann, die georeferenziert sind, zeitreferenziert sind, um eben übergreifend bei den Beteiligten in der Stadt in der Frage des Modal Split
unterstützen, zu helfen. Also ein Störungsfall beispielsweise oder bei Baustellen passieren bestimmte Themen, werden dort sehr viel schneller bereitgestellt und so kann man dann auf Basis dieser Informationen auch Strategien ableiten, automatisiert oder händisch, um die zu umgehen. TIMS steht für? TIMS steht für Traffic Information Management System. Ja, ich hätte es gedacht, aber ich wusste es auch nicht. Ja, okay. Siemens, der Mutterkonzern, ist Hauptsponsor auf dem ITS-Weltkongress und auch prominent als Mitglied unseres Host-Committees für den ITS-Weltkongress vertreten. Welche Erwartungen bestehen deinerseits im Vorfeld, auch während des Kongresses, aber auch nach dem Kongress, so als kontinuierlicher Prozess? Was kommt danach? Was bleibt hängen? Also wir haben ja diese Partnerschaft als Unix Traffic, ich laufe ja Schleichwerbung damit hier, haben wir als Plattform gewählt, weil im Wesentlichen unsere Zielgruppen dadurch angesprochen werden. Und wir erwarten uns über den ITS-Weltkongress im Wesentlichen wirklich Aufmerksamkeit und die Möglichkeit, ins Networking zu gehen. Wir hoffen unter den heutigen Reisebeschränkungen, dass wir uns wirklich tatsächlich physisch treffen können in Hamburg, um dort zu diskutieren, in den Austausch zu gehen und miteinander wirklich auch mal sich wieder gemeinsam zu erleben. Das ist was, wo wir die große Hoffnung und Erwartung haben, aber insbesondere der Austausch. So. Und da wir ja diese besondere Situation haben, aus der wir schon so viel gelernt haben, haben wir auch die Hoffnung, dass wir kollaborative Unterstützung bekommen, dass vielleicht hybride Sessions angeboten werden, dass Dinge zum Download angeboten werden, sodass wir auch da die Chance haben, einfach diese Plattform weltweit für uns zu nutzen. Und wenn ich nach vorne gucke und vielleicht mal über die Zeit nach dem Weltkongress nachdenke, was ich mir wirklich am meisten wünschen würde, ist, dass wir solche Plattformen stärker nutzen, um auch konkreter an unseren Herausforderungen zu arbeiten, dass wir sagen, hier das Thema Klimaneutralität in Städten ist so wichtig, wir nehmen das als Plattform, um gemeinsam daran zu arbeiten und uns gemeinsam eine Charta vorzunehmen oder was auch immer, Projekte zu beschließen. Da würde ich mir gestern gerne ein bisschen mehr Impulse auch wünschen. Also das ist das, was wir so als Idee mit einbringen. Ja, vielen Dank. Yannick, du bist Young Mobility Reporter, interessierst dich also für die Mobilität. Was willst du später mal werden? Wird das auch was im Bereich Mobilität sein? Oder? Oh, das ist eine super Frage. Ich glaube, da könnte ich jetzt Stunden drüber reden, aber so viel Zeit haben wir gar nicht. Also ich denke auf jeden Fall, dass ich sehr in diesen Medienbereich gehe. Ich könnte mir sogar ganz gut vorstellen, dass ich vielleicht was auch im Mobilitätssektor mache, weil ich es einfach super interessant finde, darüber zu sprechen, beziehungsweise auch die Innovation zu sehen, wie wir eigentlich in Zukunft die Mobilität Fahrer nutzen werden, wie das alles funktioniert und so weiter. Aber da sind wir gerade auch wirklich bei einem guten Thema. Da komme ich nämlich noch mal mit einer Frage zu dir. Fachkräftemangel ist ja ein wirklich wichtiges Thema, besonders in der aktuellen Zeit, besonders auch wenn es um Zukunft geht, um neue Technologien, neue Systeme und so weiter. Wie willst du mit dem Unternehmen oder allgemein, wie wollt ihr dem entgegenwirken, Leute für Mobilität begeistern? Ach, ich glaube, Mobilität begeistert von alleine. Aber wenn man da jetzt nochmal genauer reinguckt, wir arbeiten an so unglaublich spannenden Themen. Also der Frage der Urbanisierung, der Frage der Klimaneutralität, der Frage der Mobilität an und für sich. Das ist einfach eine unglaublich spannende Fragestellung schon, über die wir dann aber mit Technologie anreichern. Also mit der Frage, wie löst man sowas technologisch? Wie kann man dort künstliche Intelligenz einsetzen, um Steuerung zu optimieren? Oder wie kann man beispielsweise Informationen, wie wir gerade gesprochen haben, aus der Sensorik aufnehmen, um Informationen abzuleiten und dort Hilfestellungen zu geben? Wie kann man in der Stadt dem Verkehrssenator dabei helfen, dass er den Radverkehr in einer Stadt wie Hamburg besser priorisieren kann und dort wirklich unterstützt und flankiert in den Straßenverkehr bringen? Das sind Fragen, an denen wir arbeiten. Und ich glaube, dass das eine gute Botschaft ist auch für junge Leute. Natürlich, der Kampf um Leute im Arbeitsmarkt ist da. Wir kommen sehr stark über den Sinn dessen, was wir tun. Das ist auch Teil unseres Mission Statements. Also wir wollen wirklich einen Beitrag leisten an den Fragestellungen, die zurzeit einfach enorm wichtig sind.
um dort Hilfestellung zu leisten. Und jeder, der Lust hat, daran mitzumachen, der ist bei uns herzlich willkommen und kann da eben auch daran kann Teil daran haben. Also ihr baut sehr stark auch auf intrinsische Motivation, weil es ein wichtiges Thema, ein Zukunftsthema ist, was natürlich uns alle auch betrifft. Und unbedingt. Ja, finde ich spannend. Ich würde gerne zum Schluss nochmal eine persönliche Frage stellen. Und zwar, du bist sehr, sehr viele Jahre schon im Bereich Mobilität in verschiedenen Bereichen tätig. Was reizt dich so ganz kurz in 3 Stichpunkten an dieser Mobility-Branche? Mir fällt gerade ein, ich habe mal, vor Jahren bin ich das mal gefragt worden, so, was war dein Berufstraum als Kind? Und ich habe gesagt, ich wollte unbedingt Astronaut werden. Und weil das zu kompliziert war, habe ich mir Mobilität auf Erden vorgenommen. Sehr gut. Aber ich habe wahnsinnig viel Spaß daran, an dieser Frage der Mobilität. Ich selber bin ein mobiler Mensch. Das sind Themen, die mich beschäftigen, gerade im Straßenverkehr. Ich bin passionierter Rennradfahrer, habe so viel Spaß daran und ich glaube, wir müssen in ein besseres Miteinander kommen, nicht nur von der Steuerung, sondern eben auch von der Organisation und vom Verständnis füreinander. Und das ist etwas, warum ich so wahnsinnig viel Spaß und Lust habe, auch daran mitzuwirken, hier Teil davon zu sein. Also das ist etwas, was mich jeden Tag antreibt und wozu ich habe einfach wahnsinnig Spaß daran. Perfekt, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man Spaß hat an den Sachen, die man macht. Mir liegt doch am Ende noch eine Frage auf der Zunge, schon die ganze Zeit. Dein Unex Traffic Siemens Business T-Shirt, das hast du übergezogen? Erzähl. Ja, genau. Ja, ich habe es mitgezogen. Eine wunderbare Idee unserer Geschäftsführung. Das ist ein Day-One-Geschenk gewesen für unseren Start. Unex Traffic, ich habe es mitgenommen, weil ich dachte, das macht auch schön ein bisschen Werbung. Ich drehe mich mal ganz kurz um, dass ihr es sehen könnt, weil ich bin nämlich Co-Founder der Unex Traffic und damit einfach auch von der ersten Stunde mit dabei. Und ich fand, der Brand ist im Markt noch ganz jung und frisch. Und ich dachte, den nehme ich mit, damit wir hier ein bisschen Werbung machen können. Sehr gut. Ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Jannik. Sehr gerne. Schön, dass ihr da wart. Und mir bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen, schaut nächsten Monat wieder rein zur nächsten Folge unseres ITS Mobility Podcasts Talk Future an der gleichen Stelle. Und für heute sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.